Hallo liebe Reptil TV Community zu einer neuen Folge von Reptil TV. Mein Intro-Tierchen hier heute, ihr kennt ihn aus der Afrika-Folge, unser leucistischer Nilvaran. Wollte ich euch heute mal zeigen, was das für ein Prachtkerl geworden ist. Ihr seht auch farblich, also das Schweinchenrosa ist fast gewichen und er hat ein schönes reines Weiß mit leichtem Blaustich bekommen. So richtig Freunde sind wir noch immer nicht. Ihr hört es vielleicht. Er unterhält sich immer eingiebig oder ausgiebig mit mir. Hoppla. Aber ich bin sicher, wir werden noch Freunde. Den wollte ich euch heute hier zeigen, was aus dem geworden ist. Und jetzt kommt noch das Allertollste. Also außer unserem Nils hier haben wir jetzt auch habe ich noch einen kleinen Bruder bekommen. Also es scheint wohl, oder es war so, dass der Afrikaner, der den Nils hier gezogen hat, noch einen zweiten hatte. Der hat er damals, wo ich drüben war, noch hinterm Berg gehalten. Aber zum Glück hat ihn, glaube ich, irgendwann das Geld gedrückt und dann wollte er auch den zweiten verkaufen. Hat mir jetzt schon vor einigen Wochen angeboten. Und also tatsächlich heute ist der aus Afrika zu uns gekommen. Auch noch ein ganz guter Vergleich. Hier der Afrikaner. Der hängt ganz schön, also ist ein ganz schöner Hering, würde ich mal sagen, im Vergleich mit unserem Nils, wie der sich entwickelt hat. Aber jetzt ist der Kleine auch bei uns, jetzt haben wir zwei. Ich wollte es euch auch noch zeigen, weil die gehen jetzt dann die nächsten 1, 2, 3 Wochen auf die Kanaren. Der Jim Petter dort, der züchtet normal Komodo-Warane auf den Kanaren. Der nimmt da machen wir eine Partnerschaft, der nimmt die Tiere zu sich und da hoffen wir, dass wir die nächsten Jahre weiße oder weitere weiße Nilvarane züchten können. Thematisch bleiben wir bei den Echsen, allerdings nicht die recht großen oder gar riesigen Nilvarane, sondern wirklich ein schöner, kleiner, handlicher Gecko. Heute geht es um die Kronengeckos. Auf unserer YouTube-Seite haben wir so und so viele Anfragen. Macht mal Kronengeckos, macht mal Kronengeckos. Es ist soweit, die Kronengeckos. Früher Rhacodactylus ciliatus, jetzt heißen sie ja Corelophus ciliatus, 2012 umbenannt, wieso auch immer, ich weiß es nicht. Wollen wir heute eben diesen neukaledonischen Kronengecko behandeln. Wie der Name schon sagt, lebt er oder kommt er aus Neukaledonien. Das ist eine Insel vor oder nördlich von Australien. Dort lebt er auf Bäumen, also es ist ein klassischer Baumbewohner, klettert auf Bäumen rum. Wenn man in der Literatur liest, heißt das auch viel auf kleineren Ästen sich aufhält, also weniger am Stamm oder an großen Ästen, sondern eher auf kleineren Ästen. Hintergrund dazu soll sein, dass er sich seinen Lebensraum mit den Rhacodactylus lechuanicus teilt, also den Lychee-Geckos. Die Lechuanicus sind ja die größten oder mit die größte Geckoart, die es gibt. Das sind so Halb-Kilo-Klopper, die sich dann leider auch von den armen Ciliatus ernähren. Deswegen ist er wohl mehr auf den dünneren Ästen und die Lychees auf den dicken Stämmen. Er wird sicherlich nicht mitten im Wald leben. Das Ganze wird sich an Waldrändern abspielen oder an einzeln stehenden Bäumen oder auch an Zaunpfählen, liest man in der Literatur. Da halten die sich auf, sitzen am Stamm und vertrauen auf ihre Tarnfärbung. Hier haben wir jetzt einen ganz guten Größenvergleich. In meiner linken Hand dieses adulte Männchen, Körperlänge gut 10 cm, 10-12 cm. Hier ein Jungtier, 3 Monate alt. Die Jungtiere, wenn sie schlüpfen, wenn sie aus dem Ei kommen, haben sie knapp die Hälfte oder gut die Hälfte von dem, was ich jetzt hier auf der Hand habe. Und so sind sie ungefähr mit 3 Monaten. Ich denke, das ist das sinnvolle Alter, wo man sie dann auch als Terrarientier bekommen sollte. Also kleinere würde ich euch nicht empfehlen, aber ab dieser Größe sind sie dann völlig problemlos und empfehlenswert. Das Tolle an den Tieren ist, dass sie einfach unheimlich brav sind. Ihr seht jetzt die Tiere, die ich hier auf der Hand habe. Also den hier, den haben wir wahrscheinlich seit wir das Tier haben, habe ich den das erste Mal auf der Hand. Wir haben ja nicht
die Zeit, oder wir machen das nicht, dass wir die Tiere rausnehmen, auf die Hand nehmen. Also das erste Mal auf Menschenhand vermutlich oder das zweite, dritte Mal vielleicht auch. Und ihr seht, der hat da kein großartiges Problem damit. Das adulte Tier, was ich gerade auf der Hand hatte, eigentlich ähnlich. Der hat die meiste Zeit seine Ruhe. Nimmt man die raus, sitzen die auf der Hand, wollen vielleicht mal wegspringen, aber das war alles. Also das macht die Tiere eigentlich, sage ich auch mal, fast so schön für die Terroristik, dass man sie einfach gut hantieren kann, dass sie nicht scheu sind, dass sie nicht beißen natürlich auch. Das Einzige, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, die können ihren Schwanz abwerfen, ne? Also nicht so leicht oder nicht beim kleinsten Schreck oder sowas. Aber wenn ich dem jetzt an seinem Schwänzchen festhalte und der will abhauen, dann wird er den Schwanz loslassen. Man sieht es auch in der Terroristik oder in der Natur, sieht man recht oft Tiere ohne Schwanz, ne? Also das hört dann wirklich ziemlich direkt nach der Kloake auf, lassen die den fallen und der wächst auch nicht mehr nach. Ja? Also wenn ihr so einen schönen Kronengecko habt, passt auf das Schwänzchen auf, nicht dran festhalten, dann bleibt der so schön, wie er jetzt ist. Da möchte ich mit euch so ein Kronenkopfgecko-Terrarium einrichten. Ihr seht hier diese riesen Kiste, 60 x 60 x 1 Meter haben wir jetzt da ausgesucht. Laut Haltungsrichtlinien oder Mindestanforderungen braucht man 6 x 6 x 8 Kopfrumpflänge von dem Kronengecko. Wir haben jetzt gesehen, das Tier hat runde 10 cm Kopfrumpflänge. Das heißt, wir brauchen 60 x 60 x 80 als Minimum, um die Haltungsrichtlinien zu erfüllen. Dementsprechend so ein großes Terrarium, perfekt für ein adultes Pärchen oder 2 Weiber, ein Männchen. Auch zum Thema Haltung, die Kronengeckos, man kann sie in kleinen Gruppen halten, ein Mann, 1, 2 Weibchen, man kann sie paarweise halten oder ihr könnt auch ein einzelnes Tier, einzelnes Männchen, einzelne Weibchen halten. Für die Tiere ist sicherlich alles in Ordnung. Ihr solltet nicht die Männer miteinander vergesellschaften, ne? Also zur Einrichtung von dem Terrarium. Zum einen haben wir hier das Bodensubstrat. Ich habe jetzt das Reptile Bark, das ist so ein Piniensubstrat ausgewählt. Schön feucht, machen wir auf den Boden rein, können wir schön nass machen, gibt eine gute Luftfeuchtigkeit, ne? Dann haben wir hier diverses Dekomaterial, was ich jetzt da drin verbauen werde. Drin haben wir schon diesen Korkast, habe ich schon mal da reingestellt. Wie gesagt, das ist ein Kletterer, der will viel klettern, deswegen werde ich danach alles Mögliche an Kletterutensilien reinpacken. Dann haben wir hier noch so ein bisschen so Plastikpflanzen, einfach ein bisschen grün im Terrarium, sieht immer schöner aus. Das Tier kann sich vielleicht auch gleich ein wenig mit verstecken oder hat eine gewisse Tarnung, wobei die Rhacodactylus eher auf die Tarnung in diesen Erdfarben stehen, ne? Aber wie gesagt, sieht schöner aus und auch wenn man ins Terrarium reinsprüht, diese, auch wenn es Kunststoffblätter sind, die halten ein bisschen die Feuchtigkeit und erhöhen dadurch die Luftfeuchtigkeit. Zu guter Letzt die Technik, was wir drin verwenden. Vom klimatisch, die wollen am Tag 26 bis 28 Grad Lufttemperatur, nachts alles aus, alles kalt. Also das nachts ist am allereinfachsten. Am Tag empfehle ich als Beleuchtung zum einen irgendwas, was UV-Licht abgibt, entweder diese Energiesparlampen hier mit 7% UVB oder diese Röhren, die haben auch einen recht guten UV-Anteil. Je nach Terrariengröße kann man auch 1, 2 so Röhren reinmachen, alternativ statt der Sparlampe. Und fürs Licht an sich und für die Wärme einfach so ein Basking-Spot, ne? Also die 2 Lampen kombiniert werde ich jetzt nachher reinmachen. Das UV-Licht ist bei den Leopardgeckos ein bisschen umstritten. Gibt Leute, die sagen, nee, nachtaktives Tier, der braucht doch kein UV-Licht. Ich bin ein Freund davon, wenn ich UV-Licht reinmachen kann bei Echsen, dann mache ich es rein. Schaden tut es garantiert nichts, beziehungsweise ich denke, es ist eher positiv, die werden UV-Licht abkriegen. Auch bei so relativ schwachen Lampen, die sind ja wirklich nah dran an der Lampe, kriegen die UV-Licht ab und sicherlich gut, um Rachitis und sowas vorzubeugen. Ja, so viel zur Einrichtung. Das werde ich jetzt alles mal für euch machen und dann schauen wir es uns hinterher an. So sieht's aus. Ich bin nicht der Wahnsinns-Innenarchitekt. Ihr seht alles ein bisschen so rein, aber
Ich glaube, für die Tiere ganz gut, viel Klettermöglichkeiten. Ich habe die eine Lampe, die Sparlampe mit dem UV-Anteil, die ist relativ nah am Ast dran. Das hat den Hintergrund, die wird nicht sonderlich heiß. Kein Problem, wenn die Tiere drankommen. Diese Lampe, wo relativ warm wird oder heiß wird, so weit von allem weglassen, dass die Tiere definitiv nicht drankommen und sich verbrennen können. Ja? Also bei der Sparlampe kein Problem. Die hier möglichst weit weg von den Dekomaterialien. Dann haben wir hier noch das Thermometer bzw. Thermohygrometer. Das mal noch nicht festmachen am Anfang. Da tun wir einfach die verschiedenen Temperaturbereiche durchprobieren. Ich habe vorher gesagt 26 bis 28 Grad. Ich habe mir früher mal überlegt, was soll das heißen, wenn irgendwo steht 26 bis 28? Soll ich dann 26, 27 oder soll ich 28 machen? Das heißt einfach, ihr habt ja auch diverse Temperaturzonen im Terrarium. Ne? Weiter oben ist wärmer, da kannst du da oben in Lampennähe kannst ruhig 28 Grad haben. Hier unten im Eck wird es wahrscheinlich 25 Grad haben letztendlich. Ne? Das ist dann völlig okay. Also ihr sollt euch in dieser Zone bewegen, 26 bis 28. Beziehungsweise unterm Strahler selber wird es auch 29, 30 oder über 30 haben, wenn ihr direkt am Strahler seid. Aber es ist einfach so die Temperaturzone in der Luft im Terrarium gemeint. Ne? Die messt ihr durch. Die Kabel habe ich noch weggelassen hier, ist mir jetzt zu aufwendig, die noch zu installieren. Hier die Silikonkabel, ne, die hitzebeständigen Silikonkabel an die Fassungen dran. Das Ganze eingesteckt, 10 Stunden am Tag anmachen und ihr habt ein perfektes Rhacodactylus Terrarium. Meine Regie hier um mich rum weist mich die ganze Zeit darauf hin, ich soll zum einen nicht Rhacodactylus oder Racco, sage ich wahrscheinlich manchmal als Abkürzung, beziehungsweise zwischendrin wohl mal sogar Leopardgecko gesagt. Wie vorangesprochen, die heißen jetzt ja Corelophus ciliatus, aber der alte Ausdruck Rhacodactylus oder Raccos ist ja so das umgangssprachliche Kurzwort. Das ist bei mir so drin. Ich werde es wahrscheinlich in 10 Jahren noch sagen, kein Problem, denke ich. Jetzt lassen wir unseren Süßen hier ins Terrarium rein. Noch kurz zu den Kronengeckos insgesamt. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch diesen Farbboom. Schon von Natur aus sind Kronengeckos oder die Ciliatus unheimlich variabel. Ne? Gibt es in der Natur in zig verschiedenen Erdtönen bis hin ins Rötliche, Gelbliche, Rötliche. Und natürlich in der Terroristik versucht man solche Farben noch mehr auszuprägen, weiter zu züchten. Ne? Wir haben Fire. Es gibt Dalmatiner, ne? Dalmatiner mit so Dalmatinerpunkten drauf, Fire so rötlich. Dann gibt es Harlekin, die so eine Musterung drauf haben. Es gibt Tiger, ne? Mit so einer Bänderung. Patternless gibt es, also ganz einfarbige Tiere. Patternless Yellow sieht man relativ oft zum Beispiel. Ja, gibt noch einige andere, ich habe jetzt sicherlich einige vergessen. Da probiert man natürlich die Farben mehr rauszubringen. Das meiste vererbt sich intermediär, das heißt, man probiert durch Linienzucht diese Farben immer weiter zum Vorschein zu bringen. Was es manchmal auch noch ein bisschen spannender macht im Hobby, wenn man es einfach noch ein bisschen ausbauen kann. Dann setzen wir den Kerl hier rein. Noch eine kleine Bemerkung am Rande. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Der arme Kerl hier, dem fehlt das Vorderfüßchen. Deswegen schon lange hier unser, wie soll ich sagen, unser Lieblingstier oder beziehungsweise der kriegt von uns hier sein Gnadenbrot, weil dem das Füßchen fehlt und so will ihn keiner. Aber dem selber ist das ja völlig wurscht. Und heute kommt er so zu seinem Reptil-TV-Auftritt. Ne? Setzen wir den mal rein. Komm her. Ups. Okay, ihr seht, wir haben eine enge Verbindung zueinander. Er will nicht von mir ablassen, aber jetzt. Das ist auch so die klassische, also wie gesagt, die sitzen gern so rum, vertrauen auf ihre Färbung, verstecken sich nicht, wollen keine Höhlen, wollen eigentlich keine Verstecke, sondern verlassen sich auf ihre Färbung und sitzen so auf den Ästen rum. Zum Schluss noch die Zucht von den Rhacodactylus, lassen sich relativ gut vermehren. Ne? Man erkennt es aber am Preis. Also vor wenigen Jahren haben die noch wirklich ein paar 100 Euro gekostet. Ne? Neukaledonien ist eigentlich zu, da darf nichts exportiert werden. Die Tiere da waren ein paar Stück in Zoos oder in irgendwelchen Sammlungen.
und die haben sich erst die letzten Jahre wahnsinnig erfolgreich, hat man sie gezüchtet und deswegen sind die Tiere jetzt wirklich preislich völlig erschwinglich, dank der guten Terraristikzucht oder dank der guten Vermehrung in den Terrarien. Stimulieren tut man sie letztendlich durch die Winterruhe. Im Winter macht man 2-3 Monate deutlich kühler, ne? Also geht man tags 2, 3, 4 Grad runter, ne? Auf gute 20 Grad am Tag vielleicht, nachts wieder alles aus. Das stimuliert die Tiere und sobald es wieder wärmer wird, fangen die das Paaren an und die Weibchen tun dann im Jahr 6 bis 8 Gelege ablegen. Gelege sind in der Regel immer 2 Eier. Ein wichtiger Punkt noch, die tun ihre Gelege nicht irgendwo hinkleben oder irgendwo im Baum verstecken, sondern sie tun sie wirklich einbuddeln. Also die gehen runter, buddeln die ein. Das heißt, ihr müsst wirklich gute Eiablagebehälter hinstellen, wo die Weibchen ihre Eier gut drin verbuddeln können. Dann nehmt ihr sie raus, bringt sie in den Inkubator und nach rund 60 Tagen habt ihr schöne Kronengecko-Babys. Das Ganze könnt ihr dann noch Temperatur steuern, indem er ein bisschen kühlere Inkubationstemperaturen gibt. Weibchen, wenn er sie höher inkubiert, so Richtung 30 Grad, kommen mehr Männchen. Kann man sogar das Geschlecht von den Tieren ein bisschen steuern in der Zucht und kann wirklich eine tolle Kronengecko-Zucht beginnen. Thema Fütterung ist auch ganz interessant und spannend bei den Kronengeckos. Zum einen kommen wir um die Insekten nicht drum herum. Manchmal wird behauptet, die wären rein vegetarisch zu ernähren oder rein mit Fruchtbrei zu ernähren. Das geht definitiv nicht. Man kommt um die Insekten nicht rum. Vor allem als Jungtier muss man wirklich, sagen wir, jeden zweiten Tag irgendwelche Insekten verfüttern. Bei einem adulten Tier reicht sicherlich, wenn man einmal die Woche dem 2, 3 mittlere Heuschrecken oder große Heimchen oder Schaben zum Beispiel verfüttern. Sowas in der Art. Also nehmt was springt und hüpft, keine Würmer oder sowas, sondern nehmt gerade Heuschrecken bieten sich an, weil sie relativ langsam sind, nicht so schnell weglaufen. Ich denke, das ist eigentlich so das optimale Insektenfutter für die Großkopfgeckos. Wie gesagt, was es aber noch spannend macht, die essen auch viel Fruchtbrei. Es gibt hier von Herpetal jetzt ganz neu so ein Mango-Jelly oder diverse Jellies, ne, die kommen in den Töpfchen, reißt man einfach auf, kann man reinstellen, fertig. Es gibt schon seit vielen Jahren von Herba Vital diese Nektar, Banane, Mango, was gibt's noch? Mango, Banane, fällt mir jetzt gerade gar nicht alles ein. Ich glaube, es gibt 5 verschiedene Sorten an Fruchtbrei von Herba Vital. Diese Fruchtpreis, die kann man fast jeden Tag anbieten. Also beim Jungtier würde ich es jeden Tag anbieten, beim adulten Tier zumindest jeden zweiten Tag anbieten. Und wie gesagt, Jungtier dann 3-, 4-mal die Woche Insekten dazu, adultes Tier nur einmal die Woche Insekten. Ganz wichtiger Punkt noch, den ihr auf keinen Fall falsch machen dürft. Zum einen haben wir das UV-Licht drin, was ich angesprochen habe. Gibt auch viele, die Tiere ohne UV-Licht großziehen. Aber ganz wichtig, ihr müsst Mineralien und D3 füttern. Ne? Entweder hier von Herbamed, Complete T. Hier übrigens das neue Design kommt jetzt frisch auf den Markt. Das Ganze wird in schwarz. Früher sah es so aus. Ne? Also das Complete 2:1 mit Mineral oder mit Calcium mischen oder hier auch von Herba Vital bzw. von Nekton das MSA als Calcium D3 Supplement. Das zum einen bei den Insekten dazugeben, ne, die Insekten schön einstäuben, wie wir es schon oft gezeigt oder gesagt haben, oder auch in den Fruchtbrei, beim Fruchtbrei ein bisschen mit drunter mischen. Wirklich ein ganz wichtiger Punkt, sonst werden die Tiere rachitisch, dann habt ihr keine Freude dran. Nochmal kurz zu dem Jelly. Das Ganze ist natürlich praktisch, wenn ihr das nicht völlig im Terrarium auf den Boden stellt, sondern möglichst in Tierhöhe irgendwie anbringt. Ne? Entweder die kleinen Töpfchen, die schon fertig sind, baut ihr euch eine kleine Astgabelvorrichtung, wo ihr es schön reinmachen könnt. Oder wie gesagt, macht euch wegen eine Halterung. Diese Herbamed-Jellies, die kann man auch in so einen kleinen Bierdeckel zum Beispiel reingeben oder gerade bei Jungtiere. Kronkorken eignen sich ganz gut, den man irgendwo ein bisschen festmacht in der Ecke und da den Jelly reingeben, dann können die das schön ablecken. Mit dem Wasser verhält sich's ähnlich. Also die Tiere, es bringt nichts, wenn ihr unten eine Wasserschale reinstellt, da werden die eh nie hingehen und trinken. Das Wasser nehmen die eigentlich übers Tauwasser auf, beziehungsweise ihr sprüht im Terrarium. Ne? Ihr wollt ja eine hohe Luftfeuchtigkeit im Terrarium haben, deswegen regelmäßig sprühen oder Beregnungsanlage reinmachen.
Und dieses Sprühregenwasser, das tun die Tiere ablecken und nehmen dadurch Feuchtigkeit auf. Wie immer am Schluss der Hinweis auf gute Literatur. Hier von Henkel Schmidt, Herbeton Verlag, gibt es den alten Klassiker Rhacodactylus. Tolles Buch, tolle Informationen drin. Wenn ihr euch für die Rhacodactylus interessiert, möchte ich euch dieses Buch ans Herz legen. Es gibt auch vom NTV, oder es gab vom NTV Verlag Art für Art, gab es auch ein gutes Kronenkopfgecko-Buch. Im Moment allerdings nicht erhältlich. Vielleicht kriegt ihr es noch irgendwo im Handel. Vielleicht kommt es auch demnächst wieder neu. Das sind so die 2 Bücher, wo es über die Tiere gibt, die ich euch definitiv empfehlen kann. Also dann bleibt mir treu und checkt meine Boards und checkt die Kronegeckos. Mach nochmal. Du. Mit dem Kanon. Okay. Super. Macht das mal der Kleine. Volle Kanne. Ah, herzig, oder? Hier haben wir jetzt einen ganz guten Größenvergleich. Upsa. Hast du das drauf oder soll ich ihn? Ja. Muss ich ihn wieder nehmen? Ich habe ein wenig so rumgeeiert, gell? Gerade immer noch so last minute die Kurve gekriegt, oder? Ja, war super.